Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch mal einige Tipps und Tricks zeigen, damit ihr eure Zeit in den Dwarven Mines möglichst effektiv nutzen könnt. Den meisten sollte ja klar sein, dass man am besten immer eine God Potion aktiv hat, also auch während dem Minen für mehr XP. Aber es gibt noch ein zweites Item, was man nehmen kann, um das Minen effektiver zu gestalten, nämlich einen Mining Pumpkin. Dieser gibt uns für eine Stunde eine Level 5 Spelunker-Effekt und 5% mehr Mithril Powder. Also eigentlich ein absolutes Muss, wenn man sowieso vorhat, Commissions in den Minen zu grinden. Den Mine Pumpkin kann man von Malma für 100.000 Coins kaufen. Malma finden wir in der Nähe der Bahnschienen in den Dwarven Mines. Ich habe hier mal die beiden bekannten Koordinaten für ihn eingeblendet. Wenn ihr ihn mal nicht findet, könnt ihr euch den Mining Pumpkin auch einfach im Auktionshaus kaufen. Da wird er nicht sehr viel teurer als zum NPC-Preis angeboten. Momentan weiß ich aber nicht, wo genau man sehen kann, wie lange der Effekt von dem Mining Pumpkin noch geht, weswegen man dann am besten selber darauf achtet, jede Stunde einen neuen Mining Pumpkin zu essen. Weiter geht es mit dem nächsten Tipp. Vielleicht habt ihr in den Dwarven Mines schon mal ein Drachenei rumliegen sehen. Dabei handelt es sich um einen Dark Monolith und wenn ihr ihn anklickt, könnt ihr Coins, Titan oder Mithril Powder bekommen und in ganz seltenen Fällen auch wieder ein Special Fisch, nämlich Rock the Fish. Die Monolithen spawnen dabei aber nicht an irgendwelchen Koordinaten, sondern sie haben festgelegte, von denen momentan 14 bekannt sind. Ich habe sie euch mal hier kurz eingeblendet, aber ihr könnt sie auch selber in Skyblock Wiki nachschauen. Den Link zu den Koordinaten der Monolithen findet ihr auch in der Videobeschreibung. Kommen wir mal nun zu ein paar Tipps beim Abbauen der Blöcke. Die meisten wissen sicherlich bereits, dass es meistens sinnvoller ist, die grauen Blöcke am Rand eines Methylvorkommens abzubauen, als die hellen Blöcke im Inneren, da es viel schneller geht, aber man dafür weniger Mithril und Methylpowder bekommt. Wenn man sowieso eine Commission hat, bei der man nur Mithril abbauen soll, ist es klüger, das Titan, was spawnt, auch einfach stehen zu lassen, da man sonst viel länger braucht, um die Commission abzuschließen. Am besten ist es dann, wenn man in einer Lobby mit anderen Leuten ist, die nicht einfach Titan abbauen, obwohl sie gar keine Commission dafür haben, weswegen es hier wirklich von Vorteil ist, wenn man in einer Gilde ist, welche gemeinsam in der Dwarven Mine unterwegs ist. Denn wenn dort jeder sein nicht benötigtes Titan stehen lässt, kann man in den meisten Fällen Titan-Commissions extrem schnell erledigen. Ein Tipp, den ich euch auch noch geben kann: Wenn ihr eine Commission habt, bei der es egal ist, wo ihr die Blöcke abbauen müsst, gehe ich immer ganz gern in den Cliffside Vines nach oben, denn falls ein Powdergas spawnt, während ich gerade dort meine Erze abbaue, bin ich sofort neben den Gast und kann einige Treffer für etwas Mithril Powder landen. Wo wir gerade von Geistern sprechen, dürfen mittlerweile den meisten auch die unsichtbaren Creeper bekannt sein, welche ganz unten in den Minen spawnen, und diese Creeper droppen ja Sorrow, was man benötigt, um die derzeit beste Mining-Rüstung zu craften. Falls ihr vorhabt, euch die Rüstung selber zu grinden, solltet ihr euch vorab überlegen, ob ihr alleine die Creeper verkloppen wollt oder ob ihr euch lieber eine Gruppe sucht. Das Gute bei einer Gruppe zum Grinden von Sorrow ist, dass man selber natürlich nicht so gutes Equip haben muss, um die Creeper zu besiegen, und durch das neue Feature Loot Share, bei dem ihr auch Items droppen könnt, wenn jemand anderes einen Drop von einem Mob bekommt, auf den ihr auch draufgehauen habt, klaut man sich auch nicht gegenseitig den Loot, wenn man in einer Gruppe grindet. Wie man aber in dem Bild mit dem Loot Share sehen kann, hängt dieser von dem Magic Find von der anderen Person ab, deswegen kann es auch sinnvoll sein, dass ihr die Sorrow alleine grindet, wenn ihr die Creeper auch ganz gut alleine besiegen könnt und wenn ihr davon ausgehen könnt, dass ihr deutlich mehr Magic Find habt, als die anderen Leute, die Sorrow in einer Gruppe grinden. Ich selber würde sagen, wenn man mehr als 130 Magic Find hat, kann es sinnvoller sein, alleine zu grinden, da man beim Solo-Grind natürlich auch noch die Coins für das Besiegen der Creeper bekommt, und pro Creeper sind das mit Scavenger immerhin 300 Coins, was nach einer Stunde Grinden auch nicht gerade wenig Coins sind. Kommen wir mal nun zu den Werkzeugen. Sobald ihr Heart of the Mountain 3 erreicht habt, würde ich jeden raten, sich die Mithril Drill zu beschaffen, da diese im Vergleich zu den verfügbaren Spitzhacken deutlich besser ist. Ich würde aber in diese Drill keine Module reinpacken oder sie auch nicht upgraden, sobald ihr Heart of the Mountain 4 erreicht habt, da ihr, sobald ihr Heart of the Mountain 5 erreicht, eine komplett neue Drill bauen müsst, für die ihr die Mithril Drill dann nicht mehr benötigt. Bei den Drills kommt auch oft die Frage, ob die Reforges, die Verzauberung und die Drill-Module erhalten bleiben, wenn man eine Drill upgradet. Ich selber habe es noch nicht ausprobiert, aber von jemand anderen habe ich mir sagen lassen, dass die ganzen Sachen beim Upgraden der Drills erhalten bleiben. Aber selbst wenn nicht, würde ich jedem raten, wenigstens das Compact Enchant auf seine Drill zu machen,
da die Verzauberung relativ günstig ist, aber einen extrem hilft, wenn man viel meint. Zum Compact Enchant gibt es auch noch einen Trick, denn wenn man die Commission bei einem König abgibt, bekommt man ja auch immer etwas Mining XP, weswegen es hier sinnvoll ist, beim Abgeben der Commission immer eine Spitzhacke oder Drill mit einem hohen Compact Level in der Hand zu halten für Bonus Mining XP. Am besten ist natürlich, wenn das Werkzeug auch noch den Refined Reforged hat, für noch mehr XP, weswegen ich derzeit auch immer einen Stonk in der Hand halte, wenn ich die Commissions abgebe, da Stonk momentan noch eine höhere Rarität als meine Drill hat. Beim Abgeben der Commissions gibt es aber noch einen Trick, den die meisten wissen bestimmt, dass die ersten 4 Commissions jeden Tag Bonus XP für Heart of the Mountain geben. Das kann man sich zunutze machen, wenn man weiß, dass man am nächsten Tag nicht so viel Zeit hat, indem man einfach alle Commissions am Vortag schon erledigt, aber nicht abgibt, denn selbst wenn die Commission am Vortag so angezeigt wurde, dass sie keinen Bonus geben, werden sie am nächsten Tag dann mit dem Bonus XP angezeigt und je nachdem wie viele Commission Slots man schon hat, kann man dann sich den täglichen Bonus sehr schnell holen. Ein Feature, welches viele Leute auch nicht unbedingt zu ihrem Vorteil nutzen, ist die Möglichkeit, seine Skills bei Heart of the Mountain zu resetten, denn wenn man zum Beispiel vorhat, die nächsten Tage viele Sachen in der Forge herzustellen, könnte es sinnvoller sein, sein Heart of the Mountain zurückzusetzen, um Quick Forge zu skillen, und wenn man dann erstmal nicht mehr schmieden muss, kann man wieder einen anderen Skillpfad wählen. Bei jedem Resetten von der Heart of the Mountain muss man nur beachten, dass nur alle 24 Stunden möglich ist. Wenn ihr mal in der Situation seid, dass ihr nicht so richtig wisst, was ihr in die leeren Slots von eurer Schmiede reinschmeißen sollt, dann habe ich auch ein paar Tipps für euch. Entweder schaut ihr, welche Materialien ihr dann beispielsweise benötigt, wenn ihr später die Drill bauen wollt, welche man bei Heart of the Mountain 5 freischaltet. Auch wenn ihr noch nicht Stufe 5 seid, könnt ihr schon viele der Materialien für die Drill vorbereiten. Oder wenn euch die Materialien zu teuer sind, könnt ihr auch Powder Crystal herstellen, da die jeder früher oder später benötigen wird, um sein Beacon auf der Insel Power zu geben. Das Gute an den Powder Crystals ist, dass die Materialien nicht so teuer sind und falls ihr dann doch etwas anderes schmieden wollt, brauchen die Powder Crystals auch nur 2 Stunden für die Herstellung. Und falls ihr das auch nicht machen wollt, habt ihr auch immer noch die Möglichkeit, Freunde oder Gildenmitglieder zu fragen, ob ihr für sie etwas schmieden sollt. Kommen wir zum Schluss noch zu ein paar Mods oder ähnliches, die ich euch empfehlen kann. Ich persönlich nutze momentan ein Modul für Chat Triggers, welches eigentlich alles enthält, was man in den Dwarven Mines benötigt. Das Modul heißt Dwarven Utilities und ich habe es euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. Das Modul zeigt euch oben links jederzeit an, wie weit ihr mit euren Commissions seid und wie viel Mithril Powder ihr derzeit habt, ohne dass ihr jedes Mal Tab drücken müsst. Das Modul zeigt euch auch an, wann eure Spitzhackenfähigkeit wieder bereit ist und wie viel Treibstoff eure Drill noch hat. Zudem zeigt euch das Modul auch beim Puzzler an, welchen der Blöcke ihr für die Belohnung abbauen müsst. Ansonsten gibt es noch andere Module für die Dwarven Mines, welche auch ganz nett sind, wie zum Beispiel der Ghost Counter oder der Treasure Rate Counter, welche beide genau wie ein Summoning Eye Counter funktionieren, halt nur für Sorrow von den Ghosts oder Treasure Rate von den Treasure Hoardern. Und für diejenigen unter euch, die denken, sie sind etwas Besseres und deswegen nicht das originale Minecraft Texture Pack nutzen, gibt es speziell für die Dwarven Mines auch einige Texture Packs, welche die Mithril-Vorkommen etwas hübscher gestalten oder auch die Rüstungssets anpassen und die Drills auch wirklich wie Bohrer aussehen lassen. Ich habe euch mal eins in der Videobeschreibung verlinkt, welches ich persönlich am besten fand. Ansonsten waren das auch schon alle Tipps und Tricks, die ich euch zeigen wollte. Falls ihr noch den einen oder anderen Trick kennt, den ich jetzt nicht dabei hatte, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!